Goldenbergs haben eigentlich den Menschen, die nicht wussten, wohin, die Displaced Persons, die überall rumirrten, zerlumpt und verhungert, denen haben sie versucht, hier in Münster eine Heimat zu geben. Das war so, dass die Familie Goldenberg in der Max-Heindorff-Stiftung wohnte. Und das waren Onkel und Tante meiner Mutter. Und meine Mutter stammte aus Bochum, mein Vater aus Schmalenberg im Sauerland. Da war aber keine Möglichkeit mehr für jüdisches Leben. Und dann haben Goldenbergs gesagt, kommt nach Münster. Also es war aufgebaut, der vordere Teil. Der war ja nur ausgebrannt. Der hintere Teil war total zerstört. Das war ein Bombengrundstück. Da haben wir dann so gespielt als Kinder. Und dann gab es unten ein Schulzimmer, den kleinen Gebetsraum. Da fand jeden Freitagabend Gottesdienst statt und jeden Samstag auch. Und im Anschluss gab es einen Imbiss, den wir Kiddusch nennen. Und es gab einen großen Saal, groß war der eigentlich nicht, aber für Kinder ist alles groß, wo man sich nach dem Gottesdienst oder zu Feiertagen getroffen hat. Und dieses eine Fenster, das war der Raum, wo meine Eltern und mein Bruder und ich gelebt haben. Kein Bad, keine Küche, kein gar nichts. Aber das war üblich da. Also in jedem Zimmer, quasi in dem Haus, ob Keller oder Dach, da lebten Menschen. Das war eigentlich eine Grundschule für jüdische Kinder bis 1938 und auch ein Rabbinerseminar und Lehrerausbildungsseminar. Das war quasi der Schulhof und da gibt es ein Foto, wo die letzte Klasse mit dem letzten Rabbiner auf dieser Treppe steht. Davon haben nur 2 überlebt. Also das war ein ganz großer Zusammenhalt. Jeder half jedem. Und es gibt bei uns im Judentum verschiedene Gruppierungen, die Menschen helfen. Also einmal eine Gruppierung, die geht zu Kranken und versorgt die. Dann gibt es die Chevra Kadisha, die zu Sterbenden geht oder zu Trauernden. All das hat es gegeben und wir hatten alle Feiertage wirklich immer durchgezogen, was bei den wenigen Menschen, die wir waren, wirklich eine enorme Leistung gewesen ist. Jeder fühlte sich verantwortlich, dass das funktioniert. Und es wurde ja auch enorm viel gefeiert. Also nicht nur jüdische Feiertage so, sondern auch Chanukka-Bälle, Simchat Torah-Bälle, weil die Menschen mussten was nachholen. Die hatten ja schreckliche Erlebnisse und die haben enorm gefeiert. Und ich habe ab meinem 4. Lebensjahr getanzt. Also ich habe überall rundum in Deutschland auf Bällen getanzt und lag dann irgendwann ganz müde immer da drunter und habe mitgekriegt, wie die Erwachsenen Spaß hatten. Das ist jetzt die erste Etage, in der früher der Rabbiner gewohnt hat und später nach 1945 Goldenbergs. Also hier war die Zentrale der jüdischen Gemeinde. Ja, und als Herr Goldenberg gestorben ist, habe ich es übernommen. Ja, kommen Sie rein. Also hier war ein Tisch und Stühle und hier wurden die Jungens vorbereitet für die Bar Mitzwa. Hier, das ist Else Goldenberg mit ihrer kleinen Tochter Miriam. Die Miriam ist ja umgebracht worden in Riga. Und das sind Goldenbergs bei einer Feier in der Gemeinde. Das muss dann so wahrscheinlich Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Hier war auch Goldenbergs Couch. Hier fand alles statt. Darunter habe ich gesessen und immer die langen Ohren gemacht und gehört, was da so los war. Ne? Ich wusste wohl, Auschwitz ist was ganz Schreckliches, weil ich bei Goldenbergs immer wieder mitkriegte, dass dann fürchterlich viel geweint wurde bei den Erwachsenen. Aber ich konnte mir das nicht zusammenreimen. Und mein Vater hat über seine Erlebnisse nie gesprochen, bis zu seinem Tode nicht. Und genau habe ich es erfahren, nachdem meine Mutter gestorben ist und ich in Israel war. Da war ich dann in Yad Vashem und habe also genau gesehen, was bedeutete Auschwitz. Und dann habe ich von da an alles gelesen, was damit zu tun hatte und wollte natürlich nie wieder zurück.
Aber da meine Mutter gestorben war, musste ich zurück. Mein Vater wollte nicht schon wieder Familienmitglieder verlieren. Also es waren dann so Ende der 50er Jahre circa 100 Seelen, die die Gemeinde bildeten. Und dann hat man gesagt, na ja, vielleicht werden wir noch mehr. Und das Grundstück hier, dieses Grundstück, wo wir jetzt sind, das war ja noch vorhanden. In anderen Städten waren die ehemaligen Synagogengrundstücke bebaut oder verkauft worden. Und deshalb konnte man hier wieder bauen. Und im Mai 1961 wurde eingeweiht. Und das war schon eine tolle Sache. Die jüdische Gemeinde hat sich verändert. Sie war in den 70er, 80er Jahren bereits wieder in einer Situation, dass sie in eine zahllose oder in eine zahlenmäßige Bedeutungslosigkeit abgerutscht wäre durch fehlende Mitglieder, sodass wir oftmals keine vollständige öffentlichen Gottesdienste feiern konnten. Das war im Jahre 1990, da wussten wir noch von keiner Auswanderung, sondern es kam einfach aus Berlin völlig unerwartet eine Anfrage. Wir haben hier ein Sammellager mit vielen jüdischen Flüchtlingen. Seid ihr daran interessiert, Flüchtlinge aufzunehmen und dass sie bei euch wohnen? Und dann sagten wir ganz begeistert, ja, das war eine neue Chance für uns, die Gemeinde wiederzubeleben. Keiner sprach Russisch und die neu angekommen sprachen kein Wort, weder Englisch noch Französisch noch irgendwas, noch Deutsch. Also ergab sich einfach die Notwendigkeit, um ins Gespräch zu kommen. Und da ich in beiden Sprachen Muttersprachlerin bin, dann erbot es sich natürlich, jemanden mitzunehmen, der der Sprache mächtig ist. Und ich glaube, nach einem Jahr, so 1991, als die Innenministerkonferenz beschlossen hat, im geregelten Verfahren Kontingentflüchtlinge aufzunehmen, da begann die Sozialarbeit per se. Also wir hatten sehr große Erwartungen an die neuen Mitglieder aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Die Erwartungen waren, dass gleichbedeutend mit dem Anstieg der neuen Mitglieder in der jüdischen Gemeinde auch die Beteiligung an den Veranstaltungen in der Gemeinde wachsen würde. Das war nicht so der Fall. Das hieß, der Vorstand musste sich umstellen und erstmal Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine Beteiligung der Neuen auch an den Angeboten der jüdischen Gemeinde stattfinden kann. Wieso das Sozialbüro entstanden ist? Aus der Notwendigkeit, völlig hilflose, sprachlose Leute zu betreuen und noch nicht mal zu integrieren, das war der nächste Schritt, sondern einfach helfen, zurechtzufinden in einem völlig fremden Land, in einer völlig fremden Gesellschaftsordnung und wo alles unbekannt war. Familienzusammenführung stand dann damals fast an erster Stelle, weil es kamen meistens Flüchtlinge alleine, um so ein bisschen zu sondieren, wie es ist mit einem Koffer, und dann kam vielleicht die Ehefrau mit Kindern nach oder die alten Eltern kamen nach. Es gibt eine Organisation, der heißt Claims-Konferenz. Da musste ich und muss jetzt noch für Überlebende des Holocaust, KZ, Ghetto-Überlebende und solche, die fliehen mussten, Anträge, ganz ausführliche Anträge anfüllen, wo es stand, beschreiben Sie, was mit Ihnen während des Krieges passiert ist. Und die Biografien, die mir ganz ruhig und tränenlos erzählt wurden, waren so furchtbar, dass sie mich nicht losließen. Ich war damals sowieso recht dünnhäutig. Als langjährige Sozialarbeiterin legt man sich und muss sich ein dickeres Fell zulegen, aber diese Geschichten verfolgten mich teilweise auch noch heute. Das war das Belastendste. Bei mir liefen die Fäden zusammen. Hallo Frau Roth, was gibt's Neues? Weil die erste Instanz, bevor sie zum Vorsitzenden ging, war erstmal das Sozialbüro. Dann fange ich mal an. Die Unterstützung vom Sozialamt und vom Arbeitsamt war ja auch da. Wir waren die Zusatzhilfe zu den städtischen Instanzen. Und somit finde ich, dass wir eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Jüdische Gemeinde Münster, Sozialbüro. Heute hat sich die Arbeit insofern verändert, da der Zustrom von Zuwanderern fast versiegt ist. Zuerst war das ja aus der Notwendigkeit heraus entstanden, das Sozialbüro, dass man dolmetschen musste. Und dann wurde es immer mehr. Jetzt sagt auch Herr Fehr, unser Vorsitzender, wir sind ein Service Center. Ja, und so sehen wir das, also Hilfe in jeder Situation. Zur Verminderung einer Arbeit führt auch das, dass
die Leute jetzt Kinder und Enkel haben, die statt meiner dolmetschen. Und die ganze Arbeit, die ich als Sozialbetreuerin gemacht habe, übernehmen, weil sie ja hier aufgewachsen sind und manchmal besser die Gesetze kennen als ich.